Heute bei den Lately News wurde ein Mann in Bielefeld, und ich weiß, wie verrückt das klingt, aber das ist so typisch Bielefeld, von einer Kreuzotter in die Zunge gebissen. Der Mann gab an, auf einem Polterabend gewesen zu sein und nach sehr viel Tequila versucht zu haben, die Kreuzotter zu küssen. Dabei hat ihn die Schlange dann in die Zunge gebissen. Warum überhaupt eine Kreuzotter eingeladen war, erklärt sich nur, weil das Ganze halt in Bielefeld passiert ist. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus unzähligen DIY-Videos, in denen ich zeige, wie man DIY-Videos macht. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, das Sandmännchen auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht alleine im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Toronto, wo ein Teenager zum ersten Mal keine Pornos im Internet sucht. Außerdem präsentiert uns heute noch unser Sonderküchenkorrespondent Chefkoch Mick die neuesten Trends aus der Haute Cuisine. Ich bin gespannt, welche Themen uns Chefkoch Mick auf den Punkt servieren wird, denn eines kann er immer gut: kalte Themen wieder heiß machen und Funken schlagen, wenn man Alufolie reinmacht. Aber kommen wir zuerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Letzte Woche habe ich hier schon einmal vom neuen Abschleppdienst der Berliner Verkehrsbetriebe berichtet, deren erster nächtlicher Testlauf grandios daran gescheitert war, dass die Abschleppautos von den BVG-Bussen, die nun einmal nachts nicht fahren, im Bushof Berlin-Spandau zugeparkt wurden. Aber die BVG wäre nicht die BVG, wäre sie nicht die BVG. Deshalb fanden weitere nächtliche Testläufe statt, bei denen die Abschleppfahrzeuge den Bushof Berlin-Spandau sogar ohne Probleme verlassen konnten. Nur stellte sich heraus, dass von den rund 100 Kilometern Busspuren, die es in Berlin so gibt, nachts nur noch 30 Kilometer als selbige dienen. Und nur dort darf abgeschleppt werden. Wie erfolgreich diese Testläufe also waren, kann man an der Summe aller Abschleppungen in den letzten 6 Nächten sehen, denn diese lagen insgesamt bei sagenhaften 0. Wir haben damit den wohl besten und erfolgreichsten Abschleppdienst der Welt, denn auch 0 sind 100% von 0. Vielleicht sollten wir gleich noch einen weiteren Flughafen bauen. Währenddessen in Iserlohn. Mein Hund Sisu hat mich recht gut konditioniert, um mich in die Küche zu ihrem Essen zu bringen. Dafür muss sie nur freudestrahlend zu mir gerannt kommen, meist mit einem quietschenden Spielzeug in der Schnauze, und mich damit animieren, aus meinem Sessel aufzustehen und nicht weiter auf das gegenüberliegende Yoga-Studio zu starren. Nur um mich dann direkt in die Küche zu bringen, zu dem Schrank, wo alle ihre Leckerlis drin sind. Das klappt jedes Mal, aber auch nur, weil sie alle meine dunklen Geheimnisse kennt und als einzige weiß, wie man das Passwort vom WLAN ändert. Aber dabei hatte ich mit Sisu mehr Glück als eine Familie in Iserlohn mit ihrem Hund. Denn nachdem die Familie ihren Hund alleine in ihrem Haus zurückgelassen hatte, fand er das total unloll und stellte aus Protest darüber den Herd an, nur um dann selber durch die Hundetür zu fliehen, während das Haus komplett abbrannte. Zumindest erklärte diesen Tatergang der extra herbeigerufene und hundehassende Kommissar Carter. Derweil in Chicago. Heute schon getrunken oder vielleicht dann mit Auto gefahren oder eine Rakete gelenkt? Bei mir ja, ja und sowas von ja. Dass man nicht alkoholisiert Auto fahren sollte, hat mir schon meine Tante Erna mehr als einmal eingebläut. Hätte nur auch der jetzt ehemalige Polizeichef von Chicago, Eddie Johnson, auf meine Tante gehört. Denn dieser wurde nachts von seinen eigenen Beamten betrunken in seinem Auto gefunden. Was jetzt erst einmal ziemlich schräg sein muss, als Cop den eigenen Polizeichef zu treffen und dann auch noch in so einer Situation. Zudem versuchte nun Eddie Johnson, sich bei seinen Beamten herauszureden, indem er lallte,
erstens gar nicht Hunde sei und zweitens, dass die Cops jetzt alle seine besten Freunde sind und er ihnen etwas abgeben will von seiner Flasche. Einen Vorteil hatten die Kollegen, denn Eddie Johnson konnte sich selber seine eigenen Rechte vorlesen, beziehungsweise er hat sich selber mehrfach vorgesungen. Noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal das Yacht-Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Yacht-Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Ich bin ja für jede gute Yacht zu haben, sei es im Grunewald Corona-Leugner zu jagen oder auf Telegram mit dem Gewicht der erlegten QAnon-Anhänger zu prahlen. Dementsprechend versuche ich mich immer aktuell zu halten bei allen modernen Möglichkeiten der Yacht. Mein Opa Morgenthau Strelitz war da ein eher klassischer Yachter. Während ich mit einer Predator-mäßigen Ausrüstung unterwegs bin, ist er früher ganz klassisch auf die Nazi-Yacht gegangen, indem er einfach mitten im Wald eine Ausgabe von Mein Kampf gelegt hatte und es dauerte meistens gar nicht lange, bis sich die ersten SS-Leute aus dem Dickicht wagten. Das Leben von meinem Opa Morgenthau war übrigens auch die Vorlage für mehrere berühmte Filme wie Inglourious Basterds und die Eis am Stiel-Reihe. Umso mehr war ich auf das Yacht-Magazin gespannt, denn immerhin sollte in diesem ein exklusives Interview mit Jeff Bezos sein und was er so über die moderne Yacht denkt. Nur leider war dieses Interview genauso schlecht wie seine Frisur. Deshalb sei verwarnt, Yacht-Magazin, die dunkelgelbe Lately Fake News Karte an dich und du hängst ab sofort als Trophäe bei meinem Opa an der Wand. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.